Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein Mann, der eine Tochter namens Clever Elsie hatte. Als sie heranwuchs, sagte ihr Vater, wir sollten einen Ehemann für sie finden. Ja, antwortete die Mutter, wenn sich nur jemand finden würde, der sie heiraten möchte. Schließlich kam ein Mann namens Hans aus der Ferne, um ihre Hand anzuhalten, aber er erklärte, dass Clever Elsie wirklich weise sein müsse. »Oh«, sagte der Vater, »sie ist klug genug.« Und die Mutter fügte hinzu, »Sie kann den Wind die Straße herunterkommen sehen und hört die Fliegen husten.« »Nun«, sagte Hans, »wenn sie nicht wirklich weise ist, heirate ich sie nicht.« Eines Tages, nachdem sie zu Abend gegessen hatten, sagte die Mutter, »Elsie, geh in den Keller und bring ein Bier mit.« Clever Elsie nahm den Krug von der Wand, ging in den Keller und klopfte zum Zeitvertreib auf den Deckel des Krugs. Dort angekommen, holte sie einen Stuhl und stellte ihn vor das Fass, damit sie sich nicht bücken und ihren Rücken verletzen musste. Sie stellte die Kanne ab und drehte den Hahn auf, damit das Bier floss. Während das Bier in den Krug lief, schaute sie sich um und bemerkte eine Picke, die über ihr hing und die die Bauarbeiter versehentlich dort gelassen hatten. Clever Elsie begann zu weinen und sagte, wenn ich Hans heirate und wir ein Kind bekommen, und wenn es älter wird und wir es schicken, um hier Bier zu holen, könnte die Picke auf seinen Kopf fallen und ihn töten. Dann weinte sie laut über das Unglück, das sie erwartete. Währenddessen warteten die Leute oben auf ihre Rückkehr, aber Clever Elsie ließ sich viel Zeit. Schließlich sagte die Mutter zur Dienstmagd, »Geh in den Keller und schau, wo Elsie bleibt.« Die Magd ging hinunter und fand Elsie, die vor dem Fass saß und laut weinte. »Elsie, warum weinst du?« fragte die Magd. »Oh«, antwortete sie, »ich habe allen Grund zu weinen. Wenn ich Hans heirate und wir ein Kind bekommen und es groß genug wird, um hier Bier zu holen, könnte die Picke auf seinen Kopf fallen und ihn töten.« Die Magd sagte, »Was für eine clevere Elsie wir haben«, und setzte sich neben sie, um ebenfalls zu weinen. Nach einer Weile, als die Magd nicht zurückkam, wurden die Leute oben durstig nach Bier. Der Mann sagte zum Jungen, »Geh in den Keller und schau, wo Elsie und die Magd sind.« Der Junge ging hinunter und fand Clever Elsie und die Magd, die beide zusammen weinten. Er fragte, »Warum weint ihr?« »Oh«, sagte Elsie, »ich habe allen Grund zu weinen. Wenn ich Hans heirate und wir ein Kind bekommen und es groß genug wird, um hier Bier zu holen, könnte die Picke auf seinen Kopf fallen und ihn töten.« Der Junge sagte, »Was für eine clevere Elsie wir haben«, und setzte sich zu ihnen, und auch er begann laut zu weinen. Oben warteten sie auf den Jungen. Als er nicht zurückkam, sagte der Mann zur Frau, »Geh in den Keller und schau, wo Elsie ist.« Die Frau ging hinunter und fand alle drei, die zusammen weinten. Sie fragte, was los sei, und Elsie erklärte ihr, dass die Picke auf ein Kind fallen könnte, wenn es groß genug wäre, um Bier zu holen. Die Mutter sagte, was für eine clevere Elsie wir haben, und setzte sich, um mit ihnen zu weinen. Der Mann oben wartete eine Weile, aber als seine Frau nicht zurückkam und er durstig wurde, sagte er, ich muss in den Keller gehen und schauen, wo Elsie ist. Als er ankam, sah er alle vier, die zusammen weinten. Als er hörte, worüber sie sich sorgten, wurde ihm klar, dass, wenn Elsie ein Kind hätte, es von der Picke getötet werden könnte, wenn es zu einem ungünstigen Zeitpunkt Bier holte. Er rief, »Oh, was für eine clevere Elsie«, und setzte sich, um mit ihnen zu weinen. Hans blieb lange allein oben. Als niemand zurückkam, dachte er,
Sie warten bestimmt auf mich unten. Ich sollte sehen, was sie machen. Als er hinunterkam, fand er alle 5, die weinten und klagten. »Was für ein schreckliches Ereignis hat sich ereignet?« fragte er. »Oh, lieber Hans«, sagte Elsie, »wenn wir heiraten und ein Kind bekommen, und wenn es groß wird, könnte es geschickt werden, hier Bier zu holen, und die Picke könnte fallen und ihm wehtun. Haben wir da keinen Grund zu weinen?« »Nun«, antwortete Hans, »ich brauche kein größeres Verständnis als das für eine Frau. Da du so eine clevere Elsie bist, werde ich dich heiraten.« Dann nahm er ihre Hand und brachte sie nach oben, um sie zu heiraten. Nach einiger Zeit sagte Hans: »Frau, ich gehe hinaus arbeiten und Geld für uns verdienen. Bitte geh auf das Feld und schneide etwas Korn, damit wir Brot haben können.« »Ja, lieber Hans, das werde ich tun«, antwortete sie. Nachdem Hans gegangen war, kochte sie eine gute Brühe und nahm sie mit auf das Feld. Als sie dort ankam, dachte sie: »Was soll ich zuerst tun? Soll ich das Korn schneiden oder essen?« »Ich werde zuerst essen«, entschied sie. So aß sie die Brühe, und als sie satt war, dachte sie erneut: »Was soll ich jetzt tun? Soll ich das Korn schneiden oder ein Nickerchen machen?« »Ich werde zuerst ein Nickerchen machen«, entschied sie und legte sich ins Korn und schlief ein. Hans war schon lange zu Hause, aber Elsie kam nicht zurück. Er dachte: »Was für eine clevere Elsie ich habe. Sie ist so fleißig, dass sie nicht einmal nach Hause kommt, um zu essen.« Als die Zeit verging und es Abend wurde, ging Hans hinaus, um zu sehen, was sie geschnitten hatte, fand aber nichts und sah, dass sie im Korn schlief. Eilig kehrte er nach Hause zurück, nahm ein Fängernetz mit kleinen Glocken und hängte es um sie, während sie weiter schlief. Dann rannte er nach Hause, schloss die Tür und setzte sich, um zu arbeiten. Schließlich, als es dunkel wurde, wachte Clever Elsie auf. Als sie aufstand, hörte sie das Klingeln der Glocken um sich und war verwirrt, ob sie wirklich Clever Elsie sei oder nicht. Sie fragte sich: »Bin ich es oder bin ich es nicht?« Aber sie wusste nicht, wie sie diese Frage beantworten sollte und stand unsicher da. Schließlich dachte sie: »Ich werde nach Hause gehen und fragen, ob ich es bin. Sie werden es sicher wissen.« Sie rannte zur Tür ihres Hauses, aber sie war geschlossen. Also klopfte sie an das Fenster und rief: »Hans, ist Elsie drinnen?« »Ja«, antwortete Hans, »sie ist hier.« Das erschreckte sie, und sie sagte: »Oh nein, dann bin ich es nicht«, und ging zu einer anderen Tür. Aber als die Leute das Klingeln der Glocken hörten, öffneten sie die Tür nicht für sie, und sie konnte nirgends hinein. Also rannte sie aus dem Dorf, und seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.